Überfahrt gegen Amerika. Das Ziel dieses Unterseebootes ist die Mündung des St. Lorenz-Stromes im Süden Kanadas. Schweinsfische begleiten das Boot. Ein Taucher wird klargemacht. Das vordere Tiefenruder klemmt. Der Schaden ist unerheblich und wird schnell beseitigt. In der Messe wird Dauerskat gespielt. Die Überfahrt dauert mehrere Wochen. Sonntags gibt es Berliner Pfannkuchen. Oh, prima. Das Operationsgebiet, die Mündung des St. Lorenz-Stroms, ist erreicht. Endlich der erste Geleitzug in Sicht. Tauchalarm! Das Boot stößt steil in die Tiefe. Achtung, Stromgeräusch in 60 Grad. Sie kommen näher. Ein Zerstörer jagt das Unterseeboot. Wasserbomben! Auf Schleichfahrt, äußerste Ruhe. In langsamer Fahrt entzieht sich das Boot dem Verfolger und schiebt sich in die Mündung des St. Lorenz-Stroms hinein. Eine seemännisch wie navigatorisch hervorragende Leistung, denn das Fahrwasser ist eng und hat besonders starke Strömung. Stunden sind vergangen. Blick durch das Seerohr. Das Boot liegt weit im St. Lorenz-Strom. Das Ufer ist genau zu erkennen. Der kühne Plan des Kommandanten ist geglückt. Das deutsche U-Boot steht hier viele Kilometer tief in Feindesland. Die Fühlung mit dem Gegner wird wieder aufgenommen. Das Boot liegt zwischen Strom, Ufer und Geleitzug. Die Torpedos werden klargemacht. Mündungsklappen auf. Ein dicker Tanker liegt im Fadenkreuz. Der Aal hat gesessen. Der Funker gibt die Erfolgsmeldung durch. Erst nach 10 Stunden taucht das Boot wieder auf. Die Luft ist für kurze Zeit rein.
Geleitzug und Zerstörer sind außer Sicht. Sie haben den Tanker seinem Schicksal überlassen. Trotz starker feindlicher Abwehr bleiben unsere Unterseeboote pausenlos am Feind. Sie führen einen harten, zähen Vernichtungskampf gegen die feindliche Versorgungsschifffahrt. Im Osten, am Nordflügel der großen Abwehrschlacht. Auf einem Bahnhof hinter der Wolschow-Front. Jeder Soldat trägt seinen Wolschow-Stock. Diese Stöcke werden von kunstfertigen Kameraden in kampffreien Stunden hergestellt. Sie sind zu begehrten Erinnerungsstücken an die schweren Kämpfe in den Urwäldern des Wolschow geworden. Nachschub auf dem Wasserwege. Der Nachschub wird ausgeladen und von Lastkraftwagen übernommen. Im Raum des hart umkämpften Wolschow-Brückenkopfes. Hier toben seit Wochen erbitterte Artillerie- und Infanteriekämpfe. Bomben und Granaten haben die Erde umgepflügt. Wie an allen anderen Brennpunkten der großen Abwehrschlacht wird auch hier die Front gegen einen an Zahl und Material weit überlegenen Feind gehalten. Störungsfeuer auf die feindlichen Linien. Die vordersten Gräben ziehen sich durch die Ruinen eines heiß umkämpften Dorfes. Die feindlichen Stellungen sind an diesem Punkt kaum 100 Meter von uns entfernt. Aufnahmen mit der Fernkamera. Bewegung auf der Feindseite. Der feindliche Panzer dort wird unter Feuer genommen. Der Panzer ist zerfetzt. Sturmgeschütze stoßen vor und übernehmen den Feuerschutz für eine gewaltsame Erkundung. Das ist das Kampfgelände am Wolschow-Brückenkopf. Es trägt die Spuren der schweren Abwehrschlacht. Über die Straße von Kertsch.
Wie der Wehrmachtbericht meldete, überschritten deutsche und rumänische Truppen die Straße von Kertsch und nahmen in heißen Kämpfen die Taman-Halbinsel. Sturmbootabteilungen haben die ersten Brückenköpfe gebildet. Die Masse der angreifenden Divisionen setzt in engem Zusammenwirken mit der Kriegsmarine über. An der Kaukasusfront. Deutsche Verbände im Vorrücken nach Süden. Jede Gelegenheit zu erfrischendem Bad wird ausgenutzt. Auf der Straße nach Novorossiysk, dem bedeutenden Kriegshafen der Sowjets am Schwarzen Meer. Die Spitze tastet sich langsam vor. Immer wieder müssen gut getarnte NG-Nester und Packstände der Bolschewisten niedergekämpft werden. Artillerie zerschlägt einzelne schwere Bunker, die in Gehöfte eingebaut sind. Angriff auf eine Ortschaft vor Novorossiysk. Die Kompanie hat die Ortschaft umgangen und packt den Feind in der Flanke. Auch diese Sperre ist überwunden. Den Verbänden des Heeres weit voraus stürzen sich die Geschwader unserer Luftwaffe auf den Hafen und die Verteidigungsstellungen von Novorossiysk. Dort unten die fast 3 Kilometer breite Hafenbucht.
Angriff auf einen bolschewistischen Schlachtflieger. Eine Rata. Auch dieser Bolschewist wird erledigt. Abgeschossen. Feuerstöße auf das Hauptquartier einer sowjetischen Armee. Vor Novorossiysk. Kampfflugzeuge zerschlagen die letzten Bunker vor der Stadt. Hier traf eine Bombe schwersten Kalibers einen Güterzug. Unsere Truppen treten von mehreren Seiten zugleich zum Sturm auf die Stadt an. Eine zerschlagene feindliche Geschützstellung. Am Stadtrand versteift sich der feindliche Widerstand. Die Spitze unserer Verbände dringt in Novorossiysk ein. Barrikaden, die mit der blanken Waffe gestürmt wurden. In zähen Einzelkämpfen wird Straße um Straße vom Feind gesäubert.
Novorossiysk ist in unserer Hand. Um Stalingrad. Ununterbrochen rollt der Nachschub. Diese Kolonnen bringen der Front große Mengen von Munition und Material aller Art. Es geht um die Entscheidung. Immer näher rückt die deutsche Front an die mächtige Wolga-Festung heran. Ihre Bedeutung für die Sowjets ist gekennzeichnet durch den Aufruf Stalins, in dem es heißt: Die Stellungen müssen um jeden Preis gehalten werden. Die Möglichkeit eines Rückzuges besteht nicht mehr. Panzer und Infanterie treiben tiefe Keile in das feindliche Stellungssystem hinein. Sowjetische Panzer. Immer wieder tragen die Sowjets mit stärksten Kräften Entlastungsangriffe vor. Aber alle Versuche zerbrechen an dem stahlharten Willen unserer Soldaten und an der vernichtenden Feuerkraft unserer Waffen. Gefangene Bolschewisten. Sie wurden aus den zahllosen Erdbunkern rings um Stalingrad herausgeholt. Der zerstörte Güterbahnhof eines Vorortes von Stalingrad. Ein Panzerregiment. Befehl zum Angriff. Ein im Norden vor Stalingrad bedrohter Abschnitt muss entlastet werden. Kampfflugzeuge im Anflug gegen die Befestigungswerke unmittelbar vor der Stadt. Panzergräben und schwere Feldstellungen. Stalingrad. Sperrfeuer der feindlichen Flak. Unsere Kampfgeschwader brechen durch. Militärische Anlagen von Stalingrad stehen in Flammen. Unter Einsatz aller Waffen wird gegen erbitterten Widerstand der Angriff auf das schwer befestigte Stalingrad weiter vorgetragen.